Jo, was geht ab, Leute? Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video hier aus Shanghai. Es ist jetzt hier Part 3. Wir haben heute und morgen Off-Day und danach fängt das Training wieder für uns an. Wir gehen heute in einen kleinen Tempel oder einen, was heißt klein, normalen Tempel, der älteste Tempel hier in Shanghai. Und das war's eigentlich und dann chillen wir nur noch und ja, und morgen fahren wir dann in die Stadt, gucken uns da noch mal ein bisschen was an und mal sehen, vielleicht noch ins Disneyland oder so. Je nachdem, wie die Lust und Laune von den Leuten ist oder von uns ist. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, oder ihr habt alle den Schock gelesen. Für uns als Team war es natürlich auch sehr, sehr schlimm. Ich kann kurz mal schildern, ich will jetzt nicht so tief ins Detail gehen, aber ich werde kurz mal schildern, wie das für uns abgelaufen ist. Ja, also wie im vorherigen Video gesehen, waren wir halt dann noch beim Essen, so Gewinneressen, haben uns alle gefreut, waren alle übelst glücklich, was ja natürlich klar ist. Dann kam ich ins Hotel, habe sozusagen die Abmoderation für das Video gedreht und dann habe ich in der Gruppe gelesen, ey, kommt sofort in den Prac-Raum, irgendwie ganz dringend. Ich dachte, ist irgendwas passiert oder, weil wir hatten ja so einen Trip zur chinesischen Mauer geplant. Ist da jetzt abgesagt oder ist, weiß nicht, ist irgendwas passiert? Ja, dann sind wir halt in den Practice-Raum gekommen und dann, ja, kam halt die Hiobs-Botschaft. Das war sozusagen 2 Stunden vorher Perfect World informiert hat, dass jetzt die Regeln geändert werden. Und dann, dass wir sozusagen dann nicht mehr Legends sind und dann halt durch die Punkte oder je nachdem, wie wir im Valve-Ranking stehen, dass wir dann eventuell Legends werden oder halt nicht. Ja, und der Schock saß tief. Also ich habe noch nie so eine Stille in dem Raum erlebt und bei mir, ich war richtig, trotz dass wir gewonnen haben, ich konnte es überhaupt nicht genießen und ich war richtig, so, weiß ich nicht, so richtig auch wieder leer und so, ich habe so innerlich so Wolken im Kopf gehabt, keine Ahnung, das war so ein Gefühl hatte ich noch nie. Und ja, also wir haben dann halt geguckt, wie es im Valve-Ranking steht, gibt es da noch eine Möglichkeit, Legends zu werden. Und dann haben wir aber festgestellt, dass wir wirklich zu wenig Punkte haben und dann auch nicht mehr Haufen brauchen, weil wir schaffen es halt, die Punkte halt leider überhaupt nicht, egal wie jetzt die Ergebnisse ausgehen. Und ja, ein kleines bisschen Hoffnung gab es noch, dass eventuell doch noch die Regeln zurückgesetzt werden, aber die wurden dann auch schon vom Winde verweht. Und ja, das war es dann eigentlich so. Also unser Manager dachte, dass als er die Botschaft bekommen hat, dass irgendeiner von uns gecheatet hat oder dass irgendein von uns irgendwas passiert ist, weil die Admins auch selber sehr, sehr Angst hatten, uns das zu übermitteln und so. Aber ja, jetzt heißt es halt abhaken, jetzt haben wir halt 2 Tage frei und versuchen halt hier ein bisschen anzugucken und dann fängt ein Training wieder für uns an. Der Frust ist auf jeden Fall sehr tief, also wie gesagt, ich habe an alle Gesichter geguckt und der Raum, der ist, weiß nicht, wir waren eh schon kaputt vom ganzen Tag, von den ganzen Games, aber danach halt, ich habe Leute noch nie so schnell den Breakout verlassen sehen so und das war halt schon sehr, sehr schlimm irgendwie und auch halt so, die Underdogs haben halt gar keine Chance, dann Legends zu werden irgendwie, weil wir wollten ja immer dieses System haben, also das war mein Argument. Die wollten halt immer gerne das System haben, deswegen haben ja die Partnerslots halt abgeschafft für 2025, dass die neuen Teams es dann wirklich auch immer mal schaffen, zu den Großen halt aufzusteigen und die Partnerslots haben das so ein bisschen verhindert und dann jetzt ist halt genau das Gegenteil, jetzt werden halt ja, die Underdogs ein bisschen benachteiligt und wir sind halt jetzt nur eine Stage weiter drunter. Andere Kapseln natürlich auch. Wir wären natürlich gerne Legends-Kapsel gewesen. Das finanziell ist natürlich auch ein bisschen scheiße für uns. Aber ja. Wir können es jetzt auch nicht ändern. Und ja, wir genießen jetzt heute nochmal den Tag in Shanghai, versuchen ein bisschen uns abzulenken. Und dann geht es ja eh schon weiter mit CS. Und ja, CS lenkt uns ja eh ab. Und ja, ich will jetzt hier nicht so viel labern, weil mir tut schon mein Arm ein bisschen weh vom Halten. Und deswegen sehen wir uns dann gleich, wenn es losgeht, in die City. Wir sind jetzt hier in einem Tempel angekommen, einen der ältesten Tempel hier in Shanghai. Mal gucken, was der hier so kann. Sieht schon cool aus. Diese Stäbchen, die kann man sich ja da vorne dann kaufen, die Leute. Zündet man sich hier an den Dingern an und dann geht's hier los. Sieht schon geil aus mit der Sonne noch da im Hintergrund, die untergeht. Jo, heute ist unser zweiter Off-Day. Wir haben heute geplant, dass wir in die Innenstadt fahren, uns da halt einen botanischen Garten angucken und dann nochmal einen Tempel, der mitten in der Innenstadt ist. Ja, ich habe mich jetzt schon fertig gemacht. Rigon ist nicht da, der hat sich gewünscht, wenn wir 3-0 gehen, dass er eine Massage bekommt. Die bekommt er gerade, also er kommt dann auch bald und dann fahren wir so circa so 30, 40 Minuten los. Diesmal kommen ein paar mehr Leute mit. Gestern waren ja nur Roman, Denzel und ich unterwegs und heute sind ein paar mehr aus dem Team mit am Start. Ja, und wie gesagt,
erkunden ein bisschen nochmal die Stadt, vielleicht nochmal ins Disneyland, aber je nachdem wie die Lust ist und die Zeit ist. Und das war's dann erstmal heute vom Tag. Ich nehme euch natürlich da mit, wenn wir in die Stadt sind, filme euch das alles ab, wo wir sind, was wir alles angucken. Vielleicht gehen wir da nochmal essen oder so. Und ja, jetzt geht's los in die Stadt. Nö. Nimmst du Wasser mit? Hast du Kaugummis? Ja. Let's go in the city. Cool. You like? Yeah, I like, but I'm not tried. You like? Cheap for you. No, no, thank you. Jetzt hier in den botanischen Garten rein. 请进。 Rigon versteckt sich hinterm Baum. Die Steine sind ja voll rutschig. Behind the scenes. So, wir sind jetzt hier im Botanischen Garten. Yu-Garten heißt das. Wir gucken uns das hier an. Sieht eigentlich sehr cool aus hier. Diese chinesische Tradition, wie die Häuser aussehen, sehr cool. Die anderen sind schon jetzt ein bisschen vorgelaufen. Wir sind so Bummelletzte. Wir müssen jetzt erstmal einholen, aber ja, ansonsten echt cool hier. Geil, die ganzen Häuser zu sehen, wie das alles aufgebaut ist. Jetzt geht es glaube ich dann weiter zum, wir besuchen nochmal einen Tempel jetzt gleich. Und dann zeige ich euch auch, wie das dann aussieht. Als einer mal aufmuckt, kriegt erstmal direkt mal drauf, Alter. Wir sind jetzt hier in so einer engen Gasse. Da hinten ist der Yu-Garten Access gewesen. Und jetzt gehen wir hier so eine Teegasse, glaube ich, lang. Und dann, ja, geht's weiter hier. Ey, ich komme mir nicht durch, Mann. Die laufen alle so langsam. Ich kriege die richtigen Rappel. Okay, John, wo sind wir jetzt? Keine Ahnung. Reiseleiter Wir sind am Ying-An-Tempel. Was für ein Tempel? Am Ying-An-Tempel. Ying-An? Was ist die Lore davon? Was? Die Dragon Lore. Dragon Lore? Ach so, oh Gott. Ja, Alter, wenn ich im Real Life bin, denke ich nicht alles andere als an CS. Was ist die Lore davon? Das ist so die History. Ja, das ist ein Tempel, der ein bisschen moderner ist als andere Tempel. Echt? Das wäre der älteste. Nee, der älteste, den war ich gestern. Ah. So, wir sind jetzt hier am zweiten angekommen. Wir sind jetzt hier am Ying-An-Tempel, so ein moderner Tempel mitten in der Innenstadt. Ja, mal gucken, was das Ding hier kann. So sieht es jetzt hier im Innenhof aus von dem Tempel. Hier werfen die Leute gerade da Geld in diesen Turm. Ich habe auch gerade 5 Cent reingeworfen. 2 Versuche habe ich gebraucht, dann lag es drin. Aber die werfen hier schon seit einer halben Stunde das Ding da rein. So sieht es hier behind the scenes aus im Big Vlog. Das ist unglaublich hier. Übertrieben cool. So, wir sind jetzt hier auf dem Weg nochmal zum Korean Barbecue. Wir versuchen jetzt hier abends immer noch einmal irgendwo essen zu gehen oder irgendwas zu essen zu organisieren, weil das Essen im Hotel, das kann man jetzt leider keinem mehr anbieten und es hängt einem so aus dem Hals raus. Also einmal Burger, dann gibt es den nächsten Tag Hot Dogs, dann jeden Tag Chicken Nuggets. Also das halt immer im Wechsel und ab und zu halt auch asiatische Gerichte, aber ist halt nicht so geil. So, bin wieder jetzt hier im Hotel angekommen, kam gerade vom Japanese Barbecue, nicht Korean Barbecue. Und ja, wir haben es heute mal so gemacht, halt so ein Grüppchen aufgeteilt, weil manche haben jetzt was bestellt und die anderen waren mit uns mit. Weil es hat beim letzten Mal zu lange gedauert für manche und deswegen wollten sie lieber was bestellen und hier im Hotel chillen. Die anderen oder wir sind halt dann zum Barbecue wieder gegangen. War halt wieder sehr lecker, habe euch jetzt zwar diesmal nichts abgefilmt, weil es ist genau derselbe Laden gewesen wie beim letzten Mal, als ich euch das abgefilmt habe, nachdem wir 3-0 gegangen sind. Und ja, ist halt mal eine Abwechslung zu dem Essen halt auf jeden Fall hier. Weil das ist wie gesagt nicht so geil und ist halt... Also man braucht auf jeden Fall mal was anderes. Ja, und heute war ein ganz normaler Practice Day. Wir haben heute Theorie gehabt, 3 Practice Games gespielt und ja, dann sind wir halt da los zum Essen. Und es ist schon witzig, so auch so die Asiaten, wir haben heute gegen Rare Atom gepracticed und die Leute, die sind auch so irgendwie auch Fan. Der eine hieß Sirson einfach, so, weil der mich sehr mag. War schon witzig. Habe ich euch deinen Klient auch mal kurz gezeigt, so. Weil, weiß nicht, war irgendwie witzig.
Das ist alles sehr nett und ja, war ein cooles Practice, war auf jeden Fall ein guter Practice-Tag für uns. Und es geht jetzt eigentlich die Woche so weiter. Wir haben jetzt hier nicht so viel allzu Spektakuläres. Jeden Tag Practice bis Freitag. Und dann fängt auch, glaube ich, schon das Official an am Samstag, wenn es das der 30. ist. Und ja, darauf freuen wir uns. Und ja, jetzt geht die Woche halt so vor sich hin. Wie gesagt, nicht so viel, also passiert jetzt nicht mehr so viel. Und wenn was ist, so filmen wir euch das dann natürlich gerne ab. Und dann kommt es da rein. Wenn nicht, dann wisst ihr, wie es jetzt die Woche hier bei uns abgelaufen ist. Vielleicht, wenn halt die Sticker rauskommen und so, nehme ich da mal was auf, wie ich ein paar Cases aufmache. Aber mal gucken. So, moin hier an Tag 9 in Shanghai. John und ich hatten heute Media Day, nur wir beide, die anderen wollten sie nicht. Und war aber auch relativ entspannt, war jetzt nur ein Q&A mit Pala und hat auch nur 20 Minuten gedauert. Aber leider habe ich da keine Aufnahmen von, weil wie gesagt wir nur zu zweit waren und John musste nach seinem Interview dann noch was anderes aufnehmen. Und ja, deswegen konnte ich keinem mein Handy geben, dass er das jetzt hinter den Kulissen mit aufnimmt. Also ist jetzt die einzige Aufnahme davon, wie ich jetzt hier stehe. Ja, und Sponsor mussten wir auch abkleben. Sorry Tobi. Kein Skin-Baron hier auf dem Major. Die wollen ja irgendwie keine Skin-Betting-Seiten haben. Da habe ich denen versucht halt zu erklären, dass Skin-Baron ja keine Skin-Betting-Seite ist, sondern so ein Marktplatz, wo man es kaufen und verkaufen kann. Aber ja, war es halt in der Kommunikation ist schon ein bisschen schwer hier. Ja, aber die haben das dann auch selber abgeklebt und ich hatte auch keine Lust, da noch weiter zu diskutieren und war halt dann auch okay. Ja, und das war es dann heute vom Media Day auch schon. Jetzt gibt es gleich Essen bei uns. Danach haben wir Practice, wieder Theorie, dann Practice Games. Vielleicht gehen wir nachher nochmal irgendwo essen. Aber wenn jetzt hier noch was Spannendes passiert, nehme ich euch natürlich dann wieder mit. Aber ich glaube, dass heute jetzt nicht so viel ansteht und irgendwie was Aufregendes passiert. Jo, heute machen wir vor Practice mal einen kleinen Spaziergang, kleinen Teamwalk. Wir sind ja so in dem Park nebenan an dem Hotel. Und ja, genießen das Wetter. Heute scheint die Sonne. Es war jetzt auf jeden Fall relativ frisch geworden hier. Aber ja, gehen einfach noch ein bisschen spazieren, gucken uns das hier nochmal so an, chillen ein bisschen. Und dann geht Practice los. Ein paar Leute sind von uns leider angeschlagen. Deswegen alles ein bisschen ruhiger. Auch jetzt die nächsten Tage. Morgen ist dann auch abgesagt, damit die Leute sich halt ausruhen können. Und ja, gucken alles das jetzt mal an. So, ab jetzt nur noch alleine hier. Wir haben jetzt Single Rooms bekommen. Ich bin jetzt bei Rion ausgezogen, leider. Also wir waren schon ein bisschen traurig, dass wir jetzt nicht mal zusammen im Zimmer sind, aber ich besuche hier noch ab und zu mal. Ich habe auch noch die Karte dazu, also ich gehe ab und zu noch mal wirklich dann hin und chillen. Oder ich chill dann bei ihm. Das ist eher noch mein Zimmer. Aber ich habe jetzt hier Single Room bekommen, weil andere sind auch ein bisschen angeschlagen, also hat jetzt auch gepasst. Ist genau dasselbe Zimmer, nur halt jetzt hier ein großes Bett. Oh. Ja, und halt ein anderer Ausblick. Ja, aber sonst. So, heute zeige ich euch mal, wie das hier am PC aussieht, weil hier in China gibt es nämlich kein Faceit. Und hier läuft alles über, also Perfect World heißt das hier. Und die haben sozusagen hier diesen Part abgekauft. Irgendwie habe ich so gehört, in China auf jeden Fall läuft hier alles über Perfect World. Hier gibt es kein Faceit, hier gibt es keinen Client, hier gibt es gar nichts so in dem Bereich. Das wie gesagt alles nur über Perfect World. Und so sieht das jetzt aus. Erstmal hat man hier die Echse. Das ist auch ganz cool zu wissen, wusste ich vorher auch nicht, da wird das hier gestartet. Natürlich kommt jetzt auch ein Update. Ach Mann ey. Und VPN muss man immer anhaben, weil sonst kann man ja gar keine Internetseiten aufrufen. Ist alles gesperrt hier. Das nervt halt ein bisschen. Starte! Was? So sieht der Klient dann aus. Dann drücke ich hier um mich einzuloggen. Und dann kann ich jetzt hier alles machen. Also hier kann ich hier so Trainingsräume, Trainingsserver starten. Hier gibt es keine Brag.com Server oder ähnliches. Also es läuft hier alles über den Client. Ich kann hier auf Play drücken, da kann ich hier Ranked Match. Ranked Match ist wie Faceit, also Faceit Premium. Scrim, das ist hier sucht man halt einen Gegner. Wenn man auf Training drückt, dann kann man hier Deathmatch auswählen, KZ-Mode, Rifle DM, Practice, also hier zum Granaten üben, Death Run, Retail, Classic und alles sowas. So sieht das aus. Dann muss man dann einfach kann man dann jetzt hier zum Beispiel Ranked Match, suche ich jetzt hier halt meine Maps aus, die ich Bock habe, Servers, welche hier in der Nähe sind und dann geht's hier eigentlich los. Vielleicht mal ganz cool zu wissen, weil alles ein bisschen anders ist und so als in EU oder Amerika. So, jetzt steht nochmal SSD-Setup an hier für uns. Wir sind jetzt glaube ich 11 Tage hier, heute ist Freitag, morgen ist Game Day. Wir müssen jetzt in ein anderes Gebäude, weil
wir jetzt vor Fans spielen. Also morgen spielen wir das erste Spiel vor Fans oder in der Arena. Und da müssen wir jetzt nochmal ein neues SSD-Setup machen, nochmal Badges tauschen und ja, jetzt holt mich Egon auch schon ab. Alter! Bin gerade live. Du bist live. Nein, bin ich nicht. Okay, wir gehen jetzt los zum SSD-Setup. Das hat aber nicht funktioniert. Yes, we are switching. Es werden Badges getauscht. John? Yes, sir. Let's go, John. What's up, brother? Hook me out with the good stuff. Okay, 158. What? No, 158. 158? It's the number. You? Lauren. Me. Lauren. Thank you. So sieht die Arena aus. Und das Center. Das ist schon cool. 哇，这是谁呀？T 哥，我们现在拍场照，不 Sagt 能 doch 往 immer 前 keine 走， Bilder machen. Vielen Dank. 拍现场空镜。 Man muss jetzt eine Runde drehen. Alter, hier ist Helmpflicht. Ja. Hello, brother. Okay, so sieht es jetzt hier von der anderen Seite aus. Ja, hab ich. Das wird eh viel später. So sieht jetzt aus von der anderen Seite aus. Sein Gesicht. Ja, das ist meins. For sure. Super. On weekdays. Du sitzt hier vorne. Oder IM so much. So. Mein SSD-Setup ist jetzt fertig. So sieht's aus. Ich baue halt einfach nur auf, teste mein Game, stelle alle Settings ein und weiß es eigentlich jetzt nicht. So sieht's aus. Ne? Hier sind die anderen Jungs, die stellen auch gerade alles ein. Und ja. Vier Bühnen, ey. Nicht schlecht. John Haare. Ja, ey, wenn ich mich filme. Ja, Johns Haare flog. Das sah echt aus wie John. So sieht das jetzt hier noch aus hinter der Bühne, beziehungsweise hier im Nebenraum. Wir laufen jetzt hier. Alter, was sind das für kleine Stufen, ey? Was ist das denn? Auf jeden Fall laufen wir jetzt zum Merch-Shop. Alter, was sind das für kleine Stufen, Mann? Da unten kamen wir raus. Und hier oben ist jetzt. Boah. Hier ist jetzt hier Merch und deren Shop, wo man jetzt die Sachen kaufen kann. Die Jacke zum Beispiel. Die Jacke kann man hier kaufen, aber wir haben die bekommen zum Glück. Guck mal hier eine Wackelkatze als Teamordel. Mal gucken. Scheiße. So. Jetzt sieht man es gut, oder? So? Das kann man alles kaufen. Pausiert jetzt das Video Genau. und schreibt in die Kommentare, was ich Sturm mitbringen soll. Alles. Was ist denn das? CS Professional Model? Ja, so ein ganzer Anzug einfach. Was ist das? 1607. Hi. Hallo. Hallo. Also was möchte ich kaufen? This one is nice. This is big one, right? Yeah, number 51. This is big 53 one. is really big one. Okay. Can I see 60? Also hier kann man auf jeden Fall jetzt 60 and 51. You want to see the sample? Zeug kaufen. You know, I want. Ramsch kann man hier kaufen, aber auch heute auch was Cooles. Schau mal, das sind so Karten. Ein CS-Kartenspiel, schau mal. Jetzt halt normale Karten, aber in CS. Da liegst du statt dem König, liegst du an einem Tee oder was? Schon cool. Was ist das? Okay, irgendwer von euch muss für mich Sachen kaufen. Okay, see it? Okay. Ein Schlüsselanhänger. This one. Ein Molotov-Cocktail. You can make the voice. Boom. Boom. Ah ja, das ist auch so gut. Die ist schon cool zum Beispiel. Ja. Ja, das ist die Molotov, This, stimmt's? Ja. Yes, Sound. Can I throw it? No. no. You can buy this. Ich wollte mal die Menge tun werfen. Den sieht cool aus. Ja, voll. Das ist nice. What's this? Ah, for Bier? For cup. Nee, for cup. Like for beer bottle. This. Okay, You have- yeah, you have this. this. Yeah. Okay, what would you recommend? Der Teppich auch.
so sick. Yes, and the Ne, fürs Badezimmer meinst du? Das ist cool. Really nice. Ich glaube, meine Freundin würde mich umbringen, wenn ich den Teppich mit nach Hause bringe. Das ist cool, aber es ist schon heavier, ja. Schwer. Okay, sonst würde ich Dominik mitbringen. 因为我已经没有了。 Okay, danke. Das ist das Wichtige. Wurde auf jeden Fall ordentlich geplündert hier im Shop. Ach du Scheiße. Das Wichtige ist, was ist das? Das ist die. Das ist meins. Und das wird zu verlosen. Nee, das behalte ich. Das Verlosen habe ich noch nicht gekauft. Guck mal, das hier ist. Ich mach mal meine Sachen hier in den Koffer. Eins von Ach denen. du Scheiße, das ist ja so viel. So, ich habe heute in dem Shop, in diesem Perfect World Shop, so ein paar Sachen gekauft, also die zwei. Einmal sowas hier, das ist echt, finde ich echt ganz cool zum Hinstellen. So Pins, ich würde es jetzt nicht irgendwie an den Rucksack machen oder so. Steht auch noch was innen drinne. Road to Global Elite Never Ends. Eigentlich ganz cool. Und dann habe ich mir, da muss ich auch kämpfen, noch so ein Pin gekauft. Ja, gab es halt leider nicht in Desert, also doch gab es in Desert Hydra, aber musste ich das so random entziehen. Ich habe halt das jetzt hier bekommen. Und dann habe ich heute noch ein Trikot getauscht hier mit einem von mit Kase von. Ups. Bone. Leg das mal schnell hin. Ja, wo ich das mal erzählt hatte, dass der mich so doll mag. Und ein Fan ist, der wollte das Trikot tauschen. Ja, so sieht das aus. Morgen ist Game Day. Okay Leute, das war's jetzt hier mit dem dritten Teil aus Shanghai. Der war jetzt leider nicht allzu spektakulär wie die anderen Teile zuvor, weil es halt jetzt nicht so viel passiert in den 5 Tagen oder in der Woche. Aber ich habe euch jetzt zum Schluss nochmal die Arena gezeigt, wie das aus meiner Perspektive aussieht, dann aus der Perspektive der Fans. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und würde mich natürlich dann wieder über ein Like und ein Abo auf meinem Kanal bzw. auf mein Video dann freuen. Im nächsten Video geht es dann wieder weiter mit den Games, wie wir uns dann hoffentlich für die Legend Stage wieder qualifizieren werden. Und ja, also vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.